Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Mein Name ist Marcel. Ich bin Vanessa. Und wir verbringen 2 gemeinsame Work-and-Travel-Jahre in Australien. Heutiges Thema Ningaloo Reef. Wir waren an der Nordostküste Australiens. Nachdem wir ja in Carnarvon waren, wie ihr hier oben im letzten Video sehen könnt, sind wir dann weitergefahren Richtung Exmouth, Cape Range National Park und Coral Bay. Eine wunderschöne Gegend, die wir gesehen haben, und wenn ihr wissen wollt, was man dort alles sehen und erleben könnt, dann seid ihr in diesem Video richtig, und nach dem Intro geht es dann auch schon los. Von Carnarvon aus sind wir dann direkt weitergefahren zu den Blowholes. Das sind auf jeden Fall sehr beeindruckende Bilder, die man dort machen kann. Die man dort zu sehen bekommt? Ja, die man dort zu sehen bekommt. Also, wie kann man es erklären? Es sind Löcher in den Gesteinsformationen, wo das Wasser sozusagen raufdrückt, und dann presst es das Wasser so durch die Löcher durch, und dadurch kommt es oben raus wie so eine Fontäne. Ja. Genau. So kann man es beschreiben. Guckt euch einfach die Bilder an, dann seht ihr ja, was wir meinen. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Wir hatten auch schon mal irgendwo andere gesehen, aber die waren auf jeden Fall bei weitem nicht so schön wie die. Und des Weiteren ist dort noch ein sehr schöner Strand und ein Leuchtturm, wo man eine sehr schöne Aussicht hat. Genau, also der kleine Umweg von 50 Kilometern hin, 50 Kilometer zurück, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Als nächstes ging es für uns dann weiter Richtung Coral Bay. Wir mussten dann erstmal in Coral Bay vorbeifahren, aufgrund dessen, dass es dort keine Unterbringung mehr gab. Es war mitten in den Schulferien, und deshalb mussten wir den nächsten Campingplatz nehmen. Der war dann 70 Kilometer weiter hinter Coral Bay. Ein Farmstay, der sehr, sehr gemütlich war, eine schöne Atmosphäre hatte. Es war wie so richtiges Outback-Feeling, mit wie so ein großer, riesen Bauernhof mit Tierchen und ja, super lässigen, abends eine super lässige Runde da, wo man sich dazusetzen konnte und sich da Geschichten von den Bauern da anhören konnte. Und ja, also alles in allem super coole Atmosphäre. Wenn ihr mal da seid, auf jeden Fall mal eine Nacht dort verbringen. Sehr, sehr cool und empfehlenswert. Am nächsten Morgen haben wir dann noch so eine kleine Tour gemacht, also einen Wanderweg zu dem Sunset Point. Da kann man den Sonnenaufgang sehr gut sehen, oder Sunrise Point. Ja, war auf jeden Fall mega cool, so mit rotem Sand und halt, ja, sah richtig aus wie im Outback. Und dann danach sind wir direkt weiter. Weiter zum Coral Bay, und zwar zum Coral Bay Beach. Ein wunderschöner Strand mit unfassbar klarem Wasser. Also wir waren richtig geflasht, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also Wahnsinn. Vom Ningaloo Reef konnten wir bis dato noch nicht so viel sehen. Dafür wollten wir dann zum Five Fingers Reef in Coral Bay, in dem Ort Coral Bay. Und um dorthin zu gelangen, zu dem Five Fingers Reef, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man fährt mit dem Auto eine 5 Kilometer lange Offroad-Strecke, die es absolut in sich hat, oder man läuft halt. Wir haben uns dazu entschieden, mit dem Auto zu fahren. Ja, es wurde auch gesagt, wir können das locker machen mit unserem All-Wheel Drive, aber ja, war dann irgendwie nicht so cool. Also es war die schlimmste Offroad-Strecke, die wir gefahren sind. Ja, mit Abstand auf jeden Fall die schlimmste Strecke, die wir in Australien gefahren sind. Es war Wahnsinn. Also ich frage mich bis heute, wie unser Auto da durchgekommen ist. Es hat geschüttelt, es war einfach der Horror. Wir dachten echt, das Auto fällt uns auseinander. Da waren teilweise so tiefe Löcher im Sand, und ich hatte die ganze Zeit so Angst, dass wir stecken bleiben. Also ja, der Sand war echt tief und ja, also absoluter Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft. Wir haben keine Ahnung wie, aber mehr Glück als Verstand, und wir sind dort angekommen mit der Intention, dort schnorcheln zu gehen. Wir haben den Tipp bekommen, Five Fingers Reef soll super sein zum Schnorcheln. Und daher haben wir uns im Vorhinein dann Schnorchelzubehör gekauft und sind dann da ins Wasser rein. Und wir haben beide nach ungefähr 1 Minute festgestellt, dass es nichts für uns ist. Nee, aber man muss auch dazu sagen, es war sehr windig und dadurch waren einige Wellen, also kleinere Wellen, aber das hat schon mega schwer gemacht, das Schnorcheln. Ja, dann haben wir auch ein paar lustige Aufnahmen.
Ja. Und wir hatten auch die ganze Zeit total Angst vor Haien, weil wir haben halt auch natürlich gehört, dass es dort Haie gibt und sowas und irgendwie, ja. Es war das einfach, nicht keine Ahnung, es war auch einfach viel zu windig. Es war so wellig, wir sind da hin und her geflogen. Ziemlich krass, auf jeden Fall. Krasse Erfahrung. Auf dem Rückweg sind wir dann Gott sei Dank mit dem Auto auch wieder durchgekommen. Da sogar besser als auf dem Hinweg. Es Ja. ging dann sogar ziemlich gut. Und ja, dann ging es weiter für uns nach Exmouth. Dort haben wir dann schon im Voraus einen Campingplatz gebucht für 3 Nächte, weil wir nämlich gehört haben, dass es generell in Exmouth und der ganzen Umgebung immer sehr ausgebucht ist und dort sehr viele Leute waren. Ich glaube, wir waren auch da, als die Ferien waren und deswegen war alles ziemlich voll. Dann sind wir direkt am ersten Tag zu den Chateau Canyons gefahren. Es war auch noch eine Offroad-Strecke, also die war jetzt nicht so schlimm, das war okay, es war jetzt so eine Schotterpiste. Aber ja, es hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Also ich meine, der Weg war ganz cool, aber man ist nicht mehr irgendwo angekommen. Also als wir dort angekommen sind, dachten wir, okay, vielleicht können wir wenigstens irgendwas machen und sehen, aber irgendwie war da nichts. Also nicht wirklich viel zum Wandern oder Sehen und dann sind wir wieder zurückgefahren den ganzen Weg. Genau, und dann wieder zu uns zum Campingplatz und haben uns dann dort sozusagen nur nochmal den Strand da direkt am Campingplatz angeguckt, der relativ unspektakulär war. Uns wurde gesagt, man kann dort Schildkröten sehen. Wir haben leider keine gesehen. Wir haben irgendwie unsere Reise über sehr, sehr viel Pech. Alle sehen immer tolle Tiere und wir sehen nie Tiere. Am zweiten Tag sind wir dann endlich in den Cap Range National Park gefahren. Darauf hatten wir uns schon riesig gefreut, weil man dort auch nochmal das Ngalo Reef wirklich ganz hautnah sich angucken kann. Und ja, deswegen war das für uns so das absolute Highlight dort oben. Wir sind erstmal durch den ganzen Nationalpark durchgefahren, an allen Highlights vorbei und wollten dann sozusagen uns von unten nach oben durcharbeiten. Und angefangen hat das Ganze dann bei Yardy Creek. Dort ist die Yardy Gorge, also eine Schlucht, wo unten dann sozusagen da Wasser durchführt. Und dort gibt es einen Walk Trail. Ja, der eine halbe geht Stunde. eine halbe Stunde. Ja. Genau. Und der hat uns ziemlich gut gefallen. Man musste auch sehr, sehr viel und sehr, sehr stark klettern. Und aber ist dann am Ende da super cool hinten an der Schlucht angekommen und es war ein cooler Ausblick. Einen coolen Blick so runter aufs Wasser. Ja. Genau. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und auf dem Rückweg haben wir dann 2 nette Australier getroffen, die dort mit dem Stand-Up-Paddling unten im Wasser gefahren sind. Und der nette Herr hat uns tatsächlich angeboten, daher, dass sie da eh noch ein bisschen Zeit verbringen, ihre Stand-Up-Paddlings zu benutzen und wir dürfen dann mit den Stand-Up-Paddlings von den Leuten dann quasi da in die Schlucht reinfahren. Sehr, sehr nett. Ja. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Ja, für mich war es auf jeden Fall das erste Mal. Ich finde es mega cool. Genau. Ja. Ich habe es schon auf Mallorca gemacht und weiß, dass es halt mega cool ist. Melissa hat es erstmal nur im Sitzen gemacht, hat sich nicht getraut, sich hinzustellen, weil sie nicht reinfallen wollte. Aber es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und wir sind sehr, sehr dankbar, dass uns diese Möglichkeit von den netten Menschen dort gegeben wurde. Danach ging es weiter zum Sandy Bay, einem wunderschönen Strand, der uns sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Ist einfach, dieses Wasser dort ist einfach unfassbar schön. Das ist wirklich ganz beeindruckend und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Viel machen konnte man dort nicht, aber einfach kurz mal die Aussicht und das Wasser genießen. Ja. Und danach ging es weiter zu den Oyster Stacks. Dort wurde uns auch gesagt, dass man dort gut schnorcheln kann, aber es hat sich herausgestellt, nein, kann man nicht. Also kann man auf jeden Fall, aber nicht zur falschen Zeit. Wir waren leider zur falschen Zeit dort. Genau. Da war nämlich schon das Wasser sehr tief. Also wir haben versucht dort zu schnorcheln, waren direkt über den Korallen, haben die auch die ganze Zeit irgendwie so fast berührt. Man musste richtig aufpassen. Ja. Das kann ja auch gefährlich werden, wenn man sich daran schneidet. Und deswegen hat es auch mal wieder nicht so Spaß gemacht. Und, Ja, das stimmt tatsächlich. Morgens ist das Wasserlevel sehr hoch. Das heißt, wenn man dann an der Wasseroberfläche schwimmt, kann man die Korallen super beobachten, weil die 2 Meter entfernt sind von dir. Und abends oder nachmittags, wo wir da waren, ist das Wasserlevel sehr tief. Das heißt, man ist so nah an den Korallen dran und muss da gucken, dass man die nicht berührt. ja. Hat uns also wieder nicht viel Spaß gemacht. Wir haben also uns eine zweite Chance gegeben mit dem Schnorcheln und es war, ist nichts für uns. Nee. Hat uns nicht viel Spaß gemacht. Das muss halt jeder für sich wissen.
Andere Leute haben da ganz, ganz tolle Aufnahmen gemacht und wir haben wieder mit dem Überleben gekämpft. Ja, das war auf jeden Fall für uns nicht so schön. Wie dem auch sei, danach kam dafür wieder ein umso größeres Highlight für uns. Und zwar der weltbekannte Turquoise Bay. Also, oder eher gesagt die Bay, weil das ist ja die Bucht, die Turquoise Bay. Und dort ist der Turquoise Beach. Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Dieses Wasser einfach Sahne. Und dort haben wir dann mit 2 Leuten, die wir da getroffen haben, die wir auch schon kannten, den Sonnenuntergang uns angeschaut und gemeinsam ein Bierchen getrunken und einfach ein bisschen gequatscht. War eine unfassbar schöne Atmosphäre und ein unfassbar schöner Strand, den man unbedingt gesehen haben muss. Ja, am 3. Tag sind wir dann auch eigentlich schon direkt weitergefahren, also haben da gar nichts sehr großartig angeguckt. Und zwar sind wir direkt in den Karijini National Park gefahren. Hatten einen sehr langen Weg vor uns, 8 Stunden sind wir gefahren, sind auch erst ganz spät abends angekommen. Und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Video. So sieht es nämlich aus. Alles in allem, nochmal um ein kleines Fazit zu ziehen. Es gibt wirklich wenig, was uns so doll beeindruckt hat wie dieser Turquoise Bay und generell dieses Ningaloo Reef, dieses Meer dort ist wirklich, wirklich schön. Und man sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Wir haben jetzt noch nicht die Ostküste gesehen, also haben wir jetzt noch keinen Referenzwert, aber wir werden auf jeden Fall berichten, welches Riff wir schöner finden. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Wir freuen uns im nächsten Video auf den Karijini National Park. Ein ganz besonderer Ort. Ja. Und was bleibt uns noch zu sagen? Wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße aus Australien und tschüss. Tschüss.